Hallo, mein Name ist Bruno Stanek. Ich bin Solution Architect für Cloud-Infrastrukturen und möchte euch die Aviatrix Multicloud-Netzwerklösung präsentieren. Mein Name ist Rifat Garaybe und ich bin Cloud System Engineer bei SVA. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mithilfe der Aviatrix-Plattform die Security der Cloud deutlich verbessern und zudem auch noch vereinfachen könnt. Aviatrix ist eine cloudbasierte Netzwerklösung, die sämtliche Software und Services bereitstellt, um eine oder mehrere Public Clouds sicher und vor allem einfach miteinander zu verbinden. In der Regel haben die unterschiedlichen Hyperscaler auch unterschiedliche Bezeichnungen und unterschiedliche Netzwerkkonzepte. Mit Aviatrix ist das Fachwissen nicht mehr notwendig, denn Aviatrix ist quasi eine gemeinsame Sprache für alle Public Clouds. Der zentrale Controller, das Herzstück der Aviatrix-Lösung, wird einfach aus dem Marktplatz der einzelnen Hyperscaler gestartet. Er beinhaltet alles, was man für die Planung, das Ausrollen und den Betrieb der Lösung benötigt. Entweder auf dem Aviatrix-Controller selbst oder aber, noch besser automatisiert mit Terraform, werden dann die weiteren Netzwerk- und die Security-Komponenten, die Aviatrix Gateways, gestartet. Diese redundanten Aviatrix Gateways wiederum bilden das redundante Transitnetzwerk. Dieses Transitnetzwerk ist ab dann der zentrale Zugangspunkt für alle weiteren Netzwerk- und Security-Dienste, die in der Cloud ausgerollt werden. Möchte man eine oder mehrere Regionen eines Hyperscalers miteinander verbinden oder mehrere Public Clouds miteinander verbinden, kann man das Feature Transitive Peering nutzen. Transitive Peering baut ein voll vermaschtes, sicheres und hochperformantes Cloud-Unternehmensnetzwerk auf. Ein wesentlicher Mehrwert der Aviatrix Cloud-Lösung ist die Transparenz und damit einfache Fehlerbehebung im täglichen Betrieb, also im Daily Business. Die Betriebsteams von Unternehmensnetzwerken brauchen einen tiefen Einblick in die Netzwerkkonnektivität. Native Cloud-Lösungen hingegen sind eine Blackbox. Auf den Kernkomponenten fehlen wichtige Tools wie beispielsweise Ping, Traceroute oder Packet Capture. Selbst grundlegende Analysen müssen auf unterschiedlichen Systemen bewerkstelligt werden und erst im Nachgang in Abhängigkeit zueinander gebracht werden. Eine Multicloud-Sichtbarkeit bietet keiner der Hyperscaler. Aviatrix bietet mit FlightPath eine Toolsammlung für das Netzwerk-Troubleshooting und mit Copilot eine grafische zentrale Übersicht über die komplette Cloud-Netzwerkinfrastruktur. Eine große Herausforderung beim Aufbau von Multicloud-Netzwerken ist zum Beispiel die Segmentierung. Vor allem bei horizontal vernetzten Hub-and-Spoke-Architekturen über mehrere Regionen oder Clouds hinweg. Mit cloud-nativen Mitteln ist es nur durch sehr hohen Aufwand möglich, das Netzwerk zu segmentieren und einzelne Bereiche granular zu isolieren. Dieser Aufwand steigt zudem auch noch exponentiell mit der Anzahl an Netzwerken, was deshalb oft zu Fehlkonfigurationen führt und das wiederum ist ein großes Problem aus Sicht der Security. Mit Aviatrix ist Segmentierung bereits Teil der Architektur. Das heißt, es muss kein extra Security Service integriert werden, um einzelne Bereiche voneinander isolieren zu können. Ein Beispiel für ein segmentiertes Multicloud-Netzwerk ist hier zu sehen, wobei die einzelnen Segmente farblich markiert sind. Entitäten mit derselben Farbe gehören einer sogenannten Security Domain an und können nur mit Entitäten aus derselben Security Domain kommunizieren. Traffic zwischen unterschiedlichen Security Domains werden automatisch geblockt. Das Tolle an diesem Feature ist zum einen, dass es verbindungs- und cloud-agnostisch ist. Das heißt, die Segmentierungsmechanismen greifen bei AWS, genauso bei Azure, GCP, OCI und Alibaba, in der Cloud wie on-premise und zudem auch verbindungstechnisch bei Site-to-Site-VPN-Verbindungen, genauso wie beim Cloud-Peering über zum Beispiel AWS Direct Connect. Zudem kann alles ohne großen Aufwand über eine zentrale Kontrollinstanz implementiert und betrieben werden. Das heißt, binnen Minuten kann so die Security der Cloud-Umgebung verbessert werden und so auch Compliance-Anforderungen und externen Audits standhalten. Oftmals besteht die Anforderung, dass bestimmte Workloads aus unterschiedlichen Netzwerken oder unterschiedlichen Security-Domains doch für bestimmte Zwecke miteinander kommunizieren müssen, um bestimmte Daten oder Informationen auszutauschen. In so einem Fall möchte man den Traffic dann aber immer über eine Firewall gesichert haben, welche zwischen den Endpunkten steht. Dieses Szenario lässt sich nativ aber nur mit Einschränkungen umsetzen und erfordert trotzdem einen sehr hohen Pflegeaufwand. Zudem wird die Umgebung dadurch unnötig komplex, erschwert einen reibungslosen Betrieb und birgt wieder die Gefahren von Schwachstellen durch Fehlkonfigurationen.
Aviatrix liefert eine Lösung hierfür, indem es die Möglichkeit bereitstellt, verschiedene Next-Gen-Firewalls unterschiedlicher Hersteller in die Gesamtlösung zu integrieren. Bei der Bereitstellung der Firewalls über den zentralen Aviatrix-Controller werden sämtliche Komponenten installiert, aber auch alle Konfigurationen, wie zum Beispiel das Load Balancing oder das Routing innerhalb der Cloud-Umgebungen automatisiert und wirklich end-to-end vorgenommen. So kann sichergestellt werden, dass Traffic zwischen diesen Netzwerken bzw. unterschiedlichen Security-Domains immer über die Firewall geroutet und entsprechend untersucht wird. Das gilt für Traffic zwischen Segmenten in einer Region, aber auch für Segmente aus mehreren Regionen oder gar mehreren Clouds. Diese Möglichkeit zur einfachen Integration von Firewall-Diensten und zur automatisierten Konfiguration ist ein wertvolles Feature für den Aufbau der East-West-Security in einer oder in mehreren Clouds. Da Cloud-Workloads oftmals auch den Zugriff auf Ressourcen im Internet benötigen, ist es notwendig zu gewährleisten, dass die Cloud sicher ist und dieses auch bleibt. Traditionell kommt zu diesem Zweck ein NAT-Gateway als Filter zum Einsatz. Diese NAT-Gateways kommen allerdings mit Einschränkungen, da sie Regeln nur auf Basis von IP-Adressen erlauben und nicht auf Basis von URLs oder FQDNs. Auch wenn manche Cloud-Provider hierfür spezielle Dienste bereitstellen, so sind diese meist doch sehr kostspielig. Zudem erfordert die Pflege dieser Regeln einen sehr hohen manuellen Aufwand und ist nicht einheitlich über die Clouds hinweg gehalten. Das heißt, die Konfiguration wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Dadurch entstehende Sicherheitslücken können gravierend sein, sind aber durch ein zentrales Management und den Einsatz von Automatisierungsmechanismen vermeidbar. Aviatrix bietet hier einen speziellen Egress-Filter-Service an, der es erlaubt, Regeln auf Basis von URLs oder FQDNs zu erstellen. Durch die Integration des Aviatrix Terraform Providers lassen sich zudem alle Regeln an einer zentralen Stelle managen und zeitgleich für alle Clouds aktualisieren. Auch das initiale Deployment ist im Grunde sehr einfach gehalten. Es ist nichts weiter notwendig, als die vorhandenen NAT-Gateways durch Gateways von Aviatrix zu ersetzen. Das Feature des Egress-Filters ist dann direkt einsatzbereit. Durch das zentrale Management, Visibilität und die Automatisierungsmechanismen ist zudem die Auditierbarkeit gewährleistet. Möchte man das eigene Rechenzentrum performant an die Cloud anbinden, so kommt oft nur eine private Verbindung über eine Colocation oder einen Connection Provider in Frage. Diese Verbindungen sind zwar privat und durchqueren nicht das Internet, bieten nativ aber trotzdem keine Verschlüsselung. Das heißt, soll oder muss dieser Traffic vielleicht verschlüsselt werden, müssen IPsec-Tunnel über die privaten Links aufgebaut werden. Das führt aber bei fast allen Cloud-Providern zu einem drastisch verringerten Durchsatz oder zu extrem hohen Kosten. Ein weiteres Problem ist die Verschlüsselung des Traffics in der Cloud. Hier findet entweder gar keine Verschlüsselung statt oder es werden nur die Schlüssel verwendet, die der Anbieter zur Verfügung stellt. Aviatrix hat eine Methode entwickelt, die es erlaubt, die Einschränkungen der IPsec-Tunnel zu umgehen. Diese Methode nennt sich High Performance Encryption und nutzt alle CPU-Kerne einer Gateway-Instanz, um vollen Durchsatz bei gleichzeitiger Verschlüsselung zu ermöglichen. Diese Methode ist in die Transit-Lösung von Aviatrix bereits integriert und ermöglicht so auch den Aufbau von verschlüsselten Verbindungen über private Links bei gleichzeitiger Verwendung von selbstgenerierten Zertifikaten. Diese Verschlüsselung lässt sich dann auf Datenverkehr anwenden, welcher in die Cloud geht, aber auch auf den Datenverkehr, welcher innerhalb oder zwischen den Clouds generiert wird. Sowohl in Unternehmensnetzwerken als auch in Cloud-Umgebungen werden private IP-Adressbereiche verwendet. Bei der Anbindung externer Partner oder Kunden an die eigene Cloud-Umgebung kommt es häufig zu IP-Adresskonflikten wegen überlappenden IP-Adressbereichen. Die Anbindung kommt nur über Umwege oder manchmal auch gar nicht zustande. Die herkömmliche Lösung für dieses Problem ist ein Source-Destination-Nutting. Dieses Nutting ist fehleranfällig und komplex in der Konfiguration. Aviatrix Transit löst dieses Problem, indem die Quell- und Ziel-IP-Adressbereiche in virtuelle IP-Adressbereiche gemappt werden. Der Aviatrix Controller übernimmt die Konfiguration und Verwaltung der IP-Adressbereiche automatisch.